Ja, mein Name ist Titus Kinzler, ich bin der Leiter der Wirtschafts- und Versorgungsdienste hier in den Frankfurter Rotkreuz-Kliniken und wir sind ein Belegkrankenhaus im Zentrum von Frankfurt mit den Schwerpunkten Orthopädie, Kardiologie, Gefäßchirurgie, Gynäkologie und Pneumologie und arbeiten des Weiteren auch noch mit diversen Belegärzten anderer Fachrichtungen zusammen. Ich betreue sämtliche Wirtschafts- und Versorgungsdienste, wozu gehört die Wäscheversorgung, der Reinigungsdienst, die gesamte Speisenversorgung sowie die Zentralsterilisation. Wie kamen wir auf die Idee, eine Speisenverteilung anzustreben? Es lag daran, dass unsere alte Zentralküche sehr in die Jahre gekommen war und wir uns grundlegend Gedanken darüber machen mussten, wie wir die Speisenversorgung für die nächsten Jahre in unseren Kliniken neu aufstellen bzw. neu ausrichten möchten. Bei der Neukonzeption der Speisenversorgung stand für uns der Patient im Fokus, im Mittelpunkt, weil wir den Patient hier im Haus sehen als Gast mit medizinischem Leistungsanspruch. Von daher lag unser Fokus sehr darauf, wie können wir die Speisenversorgung und die Patientenzufriedenheit deutlich erhöhen. Warum haben wir uns für das Porzellan von Seidmaier-Weiden entschieden? Es ging uns darum, ein Porzellan zu finden, was sowohl dem Hotelporzellan höherwertigen sehr nahe kommt, als aber auch die Kriterien für Großverbraucherporzellan erfüllt. Und das ist aus unserer Sicht mit diesem Porzellan gelungen, weil ein Kriterium auch war, dass das Porzellan mit Gloschen abdeckbar sein muss, was reines Hotelporzellan als Beispiel nicht erfüllt. Was uns dann dazu veranlasst hat, auch mit Herrn Wagner zusammen in die Fabrik von Selbmann zu fahren und dort im Showroom alle Sachen auch entsprechend zu bemustern. Und so haben wir am Ende dann auch unsere Entscheidung und Auswahl getroffen. Ich kenne Herrn Wagner von Seidmaier-Weiden schon viele Jahre, ich glaube über 15. Und wir hatten in der Vergangenheit in anderen Projekten schon mal zusammengearbeitet. Und so lag es für mich nahe, mit Herrn Wagner in Kontakt zu treten. Entscheidend ist, dass das Porzellan natürlich auch zur Technik passt. Ja, es gibt ja schon elementare Abhängigkeiten, gerade in dem Bereich der Regeneration zwischen dem Porzellan und der eingesetzten Technik. Das waren für uns zum Beispiel Kriterien, die elementar wichtig waren und welche wir auch im Vorfeld mit diversen Tests vor Umsetzung dementsprechend probiert und getestet haben. Es ging um das Thema der Wärmeleitfähigkeit, es ging um das Thema der Wärmeaufnahme, respektive wie lange kann ein Teller Wärme speichern. All das sind Kriterien, die eben auch in einem Regenerationsprozess entscheidend sind und auch wichtig sind für das Ergebnis. Weil entscheidend für uns war das Ergebnis. Also wie sieht am Ende das Essen aus, wenn es beim Patient ankommt. Wir haben uns bewusst für weißes Porzellan entschieden, weil weißes Porzellan in der Krankenhauslandschaft am neutralsten ist. Wir setzen den Farbakzent hier im Haus über das Tablett. Bei der Konzeption des Gedecks, also bestehend aus Porzellan und Tablett, haben wir uns auch dafür entschieden, speziell rutschfeste oder rutschhemmende Tabletts anzufertigen, sodass auch das Porzellan auf den Tabletts nicht so hin und her rutscht, um unter anderem natürlich auch den Bruch und den Verlust vom Porzellan zu minimieren. Als Porzellan haben wir uns entschieden für die Serie Varion-Norm, die wir aber in mehreren Variationen einsetzen. Zum einen als die viereckige Schale, die wir zum Beispiel nutzen für Breie oder kleine Salate. Und als Besonderheit die Halbmondschale. Das ist also eine Schale, die wie ein Halbmond aussieht, die sozusagen optisch sich deutlich von anderem Krankenhausporzellan unterscheidet. Und die setzen wir im Bereich der Kaltmahlzeiten für Belag, Brötchen etc. pp. ein. Das ist aus unserer Sicht sehr universell einsetzbar, weil wir auch möglichst wenig Porzellan unterschiedliche Teile zum Einsatz bringen wollten. Der Unterschied zwischen unserem alten Versorgungssystem und dem neuen Versorgungssystem ist im Wesentlichen, dass wir früher eine Zentralküche hatten, aus der die Speisen produziert wurden und Verpflegungsassistenten die Patienten im Voraus befragt haben. Wir wollten sozusagen näher an den Patient. Aus diesem Grund haben wir uns entschieden, das Stationsküchenkonzept zu etablieren, was im Grunde bedeutet, dass die Kollegen morgens und abends mit einem Buffetwagen den Patient direkt in seinem Zimmer befragen, was er denn zu der jeweiligen Mahlzeit essen möchte und das direkt individuell, just in time, für ihn direkt vom Zimmer zusammenstellen. Beim Frühstück erhält dann der Patient eine Speisekarte, wo er aus 20 unterschiedlichen Menüs auswählen kann, was er mittags oder gegebenenfalls auch abends als warme Mahlzeit essen möchte. Somit haben wir
eine maximal erhöhte Patientenzufriedenheit. Wir haben einen drastischen Rückgang auch von Patientenbeschwerden und wir haben natürlich sozusagen ein ganz großes Thema mitgelöst. Das ist das Thema des Fachkräftemangels, weil sozusagen die Tätigkeiten jetzt über Serviceassistenten durchgeführt werden, nicht mehr das Pflegepersonal bei uns die Speisenversorgung innehat, sondern das Pflegepersonal sich jetzt ausschließlich um das Thema Patientenpflege kümmert und wir somit die gesamte Versorgung der Speisen und Getränke von der Pflege übernommen haben und es jetzt zentral in den Händen der Servicekräfte liegt. Die Regeneration der Tellergerichte funktioniert nach dem Prinzip, der Patient sucht sich aus der Speisekarte ein entsprechendes Menü aus. Wir haben diese Menüs zusammen mit einem Anbieter für Tiefkühlkost speziell hergestellt und natürlich haben wir durch den Einsatz von jetzt fertig konfektionierten PK-Menüs den gesamten Produktionsprozess outgesourced und haben sozusagen dort ein standardisiertes, sehr hochwertiges Produkt, was eben auch jederzeit der Nachverfolgbarkeit unterliegt. Und wir haben im Vorfeld unseres Konzeptes auch die gesamten Planungen der Küchen und das Konzept auch mit den zuständigen Behörden wie Veterinäramt, Gesundheitsamt etc. pp. Im Detail abgestimmt, um eben die höchstmöglichen Hygienestandards sowohl für uns als auch am Ende für den Patienten zu gewährleisten. Und sind somit in der Lage, diese vorgefertigten Menüs in einem Kombidämpfer zentral zu regenerieren. Das nimmt ungefähr 45 Minuten in Anspruch und dann ist unabhängig von der Menüauswahl sind die Menüs servierfertig für den Patienten. Wir haben ein sehr, sehr gutes Team in dem Bereich unserer jetzigen Stationsküchen. Die Mitarbeiter kommen alle aus der ehemaligen alten Küche. Wir haben die umgeschult in einem Personalentwicklungskonzept zu sogenannten Serviceassistenten. Die Mitarbeiter sind hoch motiviert, weil sie eben jetzt auch ein Gesicht haben. Früher in der Küche waren sie nicht präsent. Sie waren, ich sage immer, Kellerkinder in Anführungsstrichen. Jetzt sind sie präsent in ihrer Uniform, mit ihrem Arbeitsoutfit. Sie sind als Team angekommen, sie werden wertgeschätzt und ich bin sehr stolz auf das, was das Team in den letzten Jahren geleistet hat. Die Zusammenarbeit zwischen mir als Vorgesetzten und dem Team, denke ich, ist sehr gut und die Mitarbeiter sehen das auch als solches, da ich selbst ein sehr praktischer Chef bin. Das heißt also, sämtliche Tätigkeiten, die wir hier durchführen, habe ich selbst mitgemacht. Ich habe es mit den Mitarbeitern gemacht, wir haben es zusammen gemacht, was zum einen auf der einen Seite eine gewisse Akzeptanz schafft, Chef, Mitarbeiter, Mitarbeiter, Chef. Zum zweiten letztendlich aber auch ein gewisses Vertrauen schafft, als vertrauensbildende Maßnahme in beide Richtungen. Und ich glaube, das Team ist mit mir als Vorgesetzten ganz zufrieden und ich mit dem Team auch. Also von daher haben wir dort eine sehr gute Symbiose und ich hoffe, das bleibt uns noch lange Zeit zu erhalten. Unsere Erfahrungen mit den Stationsküchen in den letzten 1,5 Jahren sind äußerst positiv in allen Belangen, also sowohl auf Seiten Zufriedenheit der Patienten, aber auch mit der Zusammenarbeit der anderen Berufsgruppen im Haus, sprich Pflegepersonal, Ärzten etc. pp. Was uns sehr positiv stimmt und auch unsere Planungen sozusagen bestätigt, ist, dass wir sehr wenig an Bruch von Porzellan und sonstigem Material haben, da das Porzellan ja auch auf den Stationen verbleibt und wir keinen Geschirrtourismus im Haus zu einer Zentralspüle oder Ähnlichem haben, da in den Stationsküchen das Porzellan auch dementsprechend wieder aufbereitet wird. Die Rückmeldung von Patienten sowie Mitarbeitern zum Geschirr und Porzellan ist durchweg positiv. Wir finden es alle optisch sehr ansprechend, eben nicht standardmäßig wie Krankenhausgeschirr. Und das war eigentlich auch unser erklärtes Ziel, von diesem Trend wegzukommen, eben in einen höherwertigen gastronomischen Anspruch. Sollte ich nochmal in den Genuss kommen, ein neues Versorgungskonzept zu etablieren, würde ich mich für die gleiche Version, die wir heute haben, entscheiden und würde auch wieder die Zusammenarbeit mit der Firma Seltmann zukünftig fortführen wollen. Herausforderungen gab es in dem Projekt sehr viele, da es ja doch eine gravierende Veränderung in den Krankenhausablauf und die Abläufe der jeweiligen Berufsgruppen bedeutet hat. Wir sind dem begegnet sehr stark durch die Bildung von interdisziplinären Teams aus allen unterschiedlichen Bereichen, sprich aus Pflege, Küche, Verwaltung, Geschäftsführung, um die dann alle dementsprechend einzeln zu lösen. Natürlich gab es auch Herausforderungen im Bereich des Porzellans, zum Beispiel das Thema, welches Porzellan hat die dazu passenden Gloschen, weil nicht alle Porzellansorten dies haben. Und das waren so Themen, die wir auf diesem Wege alle Schritt für Schritt umsetzen mussten und am Ende auch gelöst haben. Wenn ich das gesamte Projekt im Fazit beschreiben würde, würde ich es zusammenfassen mit herausfordernd, teilweise schwierig, aber sehr erfolgreich.